Hallo liebe Aquarellfreunde, diesmal kommt die Aquarellwerkstatt aus Schweden. Mein heutiges Motiv, Steine im Meer, ist eins der Tagesprojekte bei meinen jährlichen Sommerworkshops in Schweden. Mitten auf den steinigen Schären baue ich meine Staffelei auf. Ich mag dieses schlichte Motiv, die festen, ruhigen Formen der Steine und dazu gegensätzlich das Fließen und Rauschen des Wassers. Zunächst skizziere ich mit wenigen Strichen die Lage der Steine im Wasser und deute mit Schraffuren schon die Dunkelheiten an. Das Wetter ist heute etwas unbeständig. Wir haben eine sonnige Stimmung mit aber auch einigen Wolken am Himmel. Mal sehen, ob es hält. Ich feuchte das Papier bis zum Horizont an und lege mit lichter Ocker und einem Gemisch aus Kobalt und Zylin den Himmel an. Jetzt mische ich Lavendel und Neutraltinte für die Wolken. Diese Farbmischung muss ein bisschen cremiger sein als der wässrige Farbauftrag, der darunter auf dem Himmel liegt. So entsteht mit ein bisschen Glück ein weicher Nass-in-Nass-Effekt für die Wolken. Sienna gebrannt, lichter Ocker, Zylin und Ultramarinblau mische ich zu einem neutralen Grauton. Während ich nun die Steine male, verändert sich diese Mischung ständig. Und auch das Verhältnis von Pigment und Wasser wird entsprechend gesteuert. Für die schattigen Seiten der Steine nehme ich mehr Pigment und weniger Wasser in den Pinsel. Und für die sonnenbeschienenen Seiten mehr Wasser. Das Wasser arbeitet in jedem Fall für mich. Es verbindet die Pigmente und sorgt dabei für aufregende und spektakuläre Verläufe, wenn man es lässt. Die Lichtkante der Steine ist im Sonnenlicht gut zu erkennen. Da bleibt dann das Papierweiß stehen. Wichtig ist, die Farbigkeit der wunderschönen Scherenfelsen immer wieder zu variieren. Ultramarinviolett und Cadmiumorange und wieder viel Wasser.
Einige Spritzer mit Cobalt Türkis Light geben Struktur auf die Steine. Jetzt ziehen wirklich dunkle Wolken auf. Ich glaube, wir unterbrechen kurz und nach dem Regenschauer geht's weiter. So, die Sonne scheint wieder. Jetzt können wir weitermachen. Die Fläche fürs Wasser wird angefeuchtet. Mit einer Farbmischung aus Kobaltblau, Neutraltinte und ein wenig Grün gehe ich von unten leicht schräg mit dem Pinsel über das Papier. Mit großen, schwungvollen Strichen male ich um die Steine herum. Es ist so viel Wasser im Pinsel, man kann das ganz gut sehen, dass sich am unteren Rand des Bildes ein Tropfen sammelt. Zum Horizont hin werden die Pinselstriche schmaler und kleiner und ich habe nicht mehr so viel Farbe im Pinsel, deswegen wird die Farbe auch blasser. Das sorgt dann wieder für eine schöne Tiefenwirkung im Bild. Jetzt wieder cremiger und etwas dunkler, breite Pinselspuren in die noch feuchte Fläche, um Wellenbewegungen im Vordergrund anzudeuten. So, jetzt ist alles einmal getrocknet, die Sonne scheint immer noch und es geht weiter. Die schattigen Seiten der Steine brauchen noch eine kräftige Lasur. Mit einem dunklen Aquarellstift zeichne ich feine Linien in die teilweise feuchte Fläche und kann damit gut Felsspalten oder Risse andeuten. Die dunkle Farbmischung für die schattige Seite der Steine besteht wieder aus Neutraltinte, Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Klares Wasser gegen die dunklen Kanten sorgt für Verläufe und etwas weichere Übergänge. Für die Spiegelung der Steine im Wasser mische ich Cobalt Türkis Light, Neutraltinte und etwas Blau und wechsle auf einen großen Flachpinsel.
Wichtig ist, die Spiegelung erst einmal als eine geschlossene Form zu begreifen, die nur mit einigen seitlichen Pinselschwüngen aufgelockert wird. Der Tonwert der Spiegelung muss deutlich dunkler sein als die Wasserfläche. Und das erreiche ich wieder mit der entsprechenden Konsistenz der Farbe. Mit einem feinen Linierer male ich kleinere Wellenlinien auf der entfernten Wasseroberfläche und sorge damit wieder für räumliche Distanz. Am Horizont gibt es auch noch eine kleinere Schäreninsel. Das gibt nochmal ein bisschen Räumlichkeit und Tiefenwirkung in mein Motiv. Noch ein paar letzte Dunkelheiten unter die Felsbrocken und ein paar Details mit dem Stift. Mit dem Pinsel spritze ich locker ein wenig Farbe auf. Ups, zu viel. Das wollte ich da eigentlich sagen. So, jetzt weiter, einfach weiter. Mit Lavendelblau, einem relativ deckenden Pigment, kann ich die dunklen Stellen der Steine noch ein wenig aufhellen. Auch die Spiegelung möchte ich noch ein bisschen plastischer bekommen. Ich lasiere noch einmal über, und zwar mit dem Hakepinsel. Der sorgt für schön zufällige Strukturen. Die kleine Ente schaut schon die ganze Zeit interessiert zu und wird gleich mit ins Bild gemalt. Auch ein paar Möwen gehören hier am Meer unbedingt dazu. Mit Titanweiß direkt aus der Tube setze ich noch einige kleine Lichtakzente. So, fertig für heute. Mehr Schwedenbilder und alle Infos über meine Malreise, unter anderem auch nach Schweden an diesen wunderschönen Ort, gibt es auf meiner Website lichtimbild.de. Ich freue mich, wenn du mal reinschaust. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren.